Hallo, schön, dass du da bist. Du bist schwanger oder hast bereits Kinder? Du kümmerst dich um pflegebedürftige Angehörige? Studium und familiäre Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer leicht. An der HU hast du die Möglichkeit, dein Studium auf deine persönlichen Bedürfnisse zuzuschneiden. In diesem Video geben wir dir einen Überblick über die folgenden Flexibilisierungsmöglichkeiten. Die Überschreitung der Regelstudienzeit stellt aus universitärer Sicht in der Regel kein Problem dar. Du musst dafür auch keinen Antrag stellen und du musst auch keine Sanktionen wie eine Exmatrikulation befürchten. Was du wissen musst, ist, dass die Einhaltung der Regelstudienzeit relevant ist für deine BAföG-Leistungen. Allerdings hast du die Möglichkeit, aufgrund von Schwangerschaft, Kindererziehung oder der Pflege eines Angehörigen die BAföG-Förderdauer auf Antrag zu verlängern. Zur Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter von bis zu 10 Jahren oder zur Pflege von Angehörigen kannst du auch ganz offiziell dein Studium in Teilzeit absolvieren. Du selbst legst dabei fest, ob du mit einem Umfang von 25, 50 oder 75% studieren möchtest. Da du für den Abschluss eines Teilzeitstudiums dieselben Leistungen wie in einem Vollzeitstudium erbringen musst, dauert ein Teilzeitstudium entsprechend länger. Im Teilzeitstudium hast du denselben Status wie Vollzeitstudierende. Die Studien- und Prüfungsordnungen behalten ihre Gültigkeit und du musst auch weiterhin den regulären Semesterbeitrag zahlen. Die Semester, die du in Teilzeit studierst, werden auf die Regelstudienzeit angerechnet. Das heißt, wenn du beispielsweise zu 50% studierst, dann wird jedes Semester als halbes Semester angerechnet. Während des Teilzeitstudiums hast du keinen Anspruch auf BAföG. Unter Umständen kannst du aber zur Überbrückung Arbeitslosengeld II beantragen. Du kannst dich gerne dazu im Familienbüro beraten lassen. Sie sind zur Studienfachberatung gekommen, weil Sie überlegen, Ihr Studium in Teilzeit fortzuführen oder ob Sie sich beurlauben lassen. Die Studienfachberatung ist die richtige Stelle dafür, Ihnen dazu Auskunft zu geben, weil wir uns besonders gut mit dem Studium und mit den Studiengängen auskennen und wissen, ob zum Beispiel bestimmte Lehrveranstaltungen oder bestimmte Studienanteile, Praktika zum Beispiel, nur an bestimmten Stellen im Studienverlauf angeboten werden, nur im Wintersemester oder nur im Sommersemester. Wenn Sie sich wegen familiärer Verpflichtungen, weil Sie Kinder haben oder weil Sie pflegebedürftige Verwandte pflegen, dafür entscheiden, sich beurlauben zu lassen von Ihrem Studium oder das Studium in Teilzeit zu organisieren, sprechen Sie sich mit Ihrer Studienfachberatung ab. Wichtig ist für Sie zu wissen, dass sich Ihre Regelstudienzeit verlängert, wenn Sie in Teilzeit studieren und auch wenn Sie sich beurlauben lassen. Je nachdem, wie viele Semester Sie in Teilzeit studieren, verlängert sich Ihr Studium um eine bestimmte Zeit. Wenn Sie länger als ein Semester in Teilzeit studieren wollen, müssen Sie immer vor Beginn des neuen Semesters erklären, dass Sie weiterhin in Teilzeit studieren werden und dass es dafür bestimmte Gründe gibt, Pflege der Angehörigen, kleine Kinder und so weiter. Wenn Sie dann zurückkehren in die Vollzeit, in das Vollzeitstudium, erklären Sie mit Ihrer Studienfachberatung, wie Sie diesen Wiedereinstieg dann bewerkstelligen am besten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Studiengestaltung, bei Ihren Überlegungen zum Teilzeit- oder Vollzeitstudium und falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne wieder an mich. Die Beurlaubung ist vor allem dann für dich geeignet, wenn sich abzeichnet, dass du familiär so eingespannt sein wirst, dass du eine Unterbrechung brauchst. Die Beurlaubung verschafft dir eine Pause und das in der Regel für bis zu 2 Semester. Im Falle von Elternzeit auch für die Dauer der Elternzeit. Das können bis zu 6 Semester sein. Solltest du aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit beurlaubt sein, darfst du während der Beurlaubung mit einem Umfang von 6 Semesterwochenstunden weiter studieren. Allerdings musst du mit dem Ablegen der zugehörigen Prüfungen warten, bis die Beurlaubung beendet ist.
Nur für die Lehrveranstaltungen, die du vor deiner Beurlaubung besucht hast, darfst du eine Prüfung ablegen. Und auch hier ist es wichtig zu wissen, dass du während der Beurlaubung keinen Anspruch auf BAföG hast. Auch dann nicht, wenn du berechtigt bist, im Urlaubssemester an Lehrveranstaltungen teilzunehmen oder Prüfungsleistungen zu erbringen. Mein Name ist Olga Worobiewa, ich bin die Leiterin des Immatrikulationsbüros. Für Ihre Studienorganisation haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können einen Antrag auf Beurlaubung stellen oder auch einen Antrag auf den Wechsel in das Teilzeitstudium. Die Anträge können Sie auf der Webseite der Humboldt-Universität finden und die können Sie entweder postalisch oder auch digital über das Kontaktformular einreichen. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Antrag unbedingt einen Nachweis für die entsprechende Begründung beifügen. Ja, die Beurlaubung bzw. der Wechsel in das Teilzeitstudium kann mit Beginn der Rückmeldefrist beantragt werden und die Antragsfrist endet 6 Wochen nach Semesterstart. Wenn Sie sich zur Beantragung der Beurlaubung oder zum Wechsel in das Teilzeitstudium beraten lassen möchten, wenden Sie sich bitte an das Immatrikulationsbüro. Aktuelle Kontaktdaten und Sprechzeiten finden Sie auf der Webseite. Wir hoffen, dass dir das Video geholfen hat. Sollten deine familiären Aufgaben dich außerplanmäßig daran hindern, eine Hausarbeit rechtzeitig abzugeben oder die Anwesenheitspflicht zu erfüllen, schau dir gerne unser Video zum Nachteilsausgleich an.